Sie sind 1936 nach Südafrika ausgewandert. Ja. War Ihr Entschluss zur Emigration ein spontaner oder gingen Ihnen längere Überlegungen voraus? Ziemlich lange Überlegungen. Die Überlegungen haben angefangen nach dem 30. Jänner 1933. Und also Hitler an die Macht kam in Deutschland. Und es war mir nicht unbekannt, dass er unter seinen verschiedenen Vorhaben auch das Vorhaben gehabt hat, seine gehasste Heimat dem Deutschen Reich einzuverleiben. Und nachdem ich immer etwas pessimistisch war, habe ich vermutet, wenn der Hitler das beabsichtigte, das wird es ihm auch irgendwann gelingen. Also kurz und gut, ich habe schon mit dem Moment der Machtergreifung von Hitler mir überlegt, was nun. Ich habe damals gesagt, dann bin ich auf die Idee gekommen, Fotograf zu werden. Bin 1934 an die Graphische gegangen, habe dort einen 2-jährigen Fotografenkurs gemacht, war im Sommer 1936 fertig und habe aus den Zeitungen gesehen, dass im Herbst 1936 in Johannesburg in Südafrika eine Art Weltausstellung angesetzt war. Actually, es war eine Empire Exhibition, also für das britische Commonwealth, eine Industrieausstellung, und die war für 3 Monate geplant. Da habe ich die Idee gehabt, wenn ich um die Zeit dorthin komme, werde ich zumindest am Anfang Arbeit finden. Das hat sich dann auch als richtig erwiesen. Habe also beschlossen, nach Südafrika zu gehen. War das Ihr einziger Grund, sich gerade für dieses Land zu entscheiden? Ja, das war der Hauptgrund. Es gab noch einen praktischen wirtschaftlichen Grund. Es kamen für mich in Frage englisch sprechende Länder. Das natürliche, traditionelle Auswanderungsland sind natürlich die Vereinigten Staaten. Aber die Vereinigten Staaten hatten und haben, glaube ich, meines Wissens immer noch Quoten für Einwanderer. Das heißt, für jedes Land der Welt steht nur eine begrenzte Anzahl von Einwandererpapieren zur Verfügung. Man konnte sich anmelden und konnte dann jahrelang warten. Also die Vereinigten Staaten sind einmal ausgeschieden. Dann kamen natürlich in Betracht die britischen Dominions, Australien, Neuseeland, Kanada, England natürlich nicht. England hatte damals ja, ich habe vergessen, es war natürlich nicht allein Hitler, obwohl das der wesentliche Grund für mich war, mich zum Auswandern zu entschließen. Dazu kam ja die große Arbeitslosigkeit der späten 20er und frühen 30er Jahren. Und die war in Österreich besonders hoch, die war in England besonders hoch. Also kurz und gut, britische Dominions. Nun, um in Australien oder in Kanada einwandern zu dürfen, gab es, ich weiß nicht, ob es konkrete Beschränkungen in anderer Beziehung gab, aber man musste bei der Ankunft 250 Pfund vorweisen können. Das war damals ziemlich viel Geld, sehr viel Geld sogar. Und in Südafrika war der Betrag, den man vorweisen musste, nur 100 Pfund. Also ein weiterer, sagen wir, nicht ein Grund, sondern eine leichtere Möglichkeit, dorthin zu kommen. War die Umstellung plötzlich so weit weg von Österreich zu wohnen und zu arbeiten schwierig? Konnten Sie sich bald einleben? Also ich kann mich überhaupt nicht, mir ist durchaus nicht bewusst, dass da irgendein Problem war. Wenn man sich mal entschlossen hat, auszuwandern, dann hat man sich gefreut, Neues kennenzulernen, eine neue Welt sich erschließen zu lassen. Also das war nur Grund zur Freude. Ich bin nicht aus irgendwelchen fixen Gewohnheiten weggegangen und habe gezittert, dass ich vielleicht nicht das Deutschland mit Knödel kriegen würde. Also das war kein Problem.
Sie mussten Wohnung finden, Sie mussten eine Arbeit finden. Natürlich, das war damals dort nicht so schwer wie heute hier zum Beispiel. Hatten Sie eigentlich große formale und bürokratische Schwierigkeiten zu überwinden, um aus Österreich wegzukommen? Waren da Nein, überhaupt nicht? keine. Das war kein Problem. Österreich 1936 unter dem Austrofaschismus hat, ich meine, da habe ich meine eigenen Konflikte gehabt, aber ich hatte einen Pass und es gab keine Ausreiseschwierigkeiten. Ausreiseschwierigkeiten haben sich herausgebildet im Laufe der letzten 50 Jahre in den verschiedenen diktatorischen Ländern, das ist richtig, aber der Austrofaschismus war noch nicht so weit, Ausreisebeschränkungen zu erfinden. Und Einreiseprobleme? Sie mussten Wo? ja In Südafrika? In ja. Südafrika? Nein, ich hatte, was war damals erforderlich? Ich weiß nicht genau, was die Bestimmungen waren, aber man hat gewisse Formulare ausgefüllt, so wie wir es heute jede Woche ausfüllen, wenn wir irgendwo auf Urlaub fliegen. Wir kriegen Zettel, die ausgefüllt werden. Bitte, das waren keine Zettel, das waren 2 oder 4 Seiten lange Bogen, übrigens in Englisch und Afrikaans. Das ist eine sehr komische Sache, auf die können wir vielleicht noch eingehen, Formulare in Südafrika. Wird man ausgefüllt und wenn die Voraussetzungen gegeben waren, man hatte den gültigen Pass. Ich hatte wahrscheinlich ein Visum, ich erinnere mich nicht, ich habe meinen damaligen Pass nicht. Und wie sind Sie dann in Johannesburg zur Industriefotografie gestoßen? War das ein Gebiet? Pardon, ich habe das nicht gehört. Wie sind Sie dann zur Industriefotografie gestoßen? War das ein Gebiet, das Sie auch in Österreich schon sehr interessiert hat? Oder war das Zufall, dass Sie gerade zur Industriefotografie bin ich nicht so rasch gekommen. Erst habe ich als Verkäufer gearbeitet auf der Ausstelle. Das war ein Job, den habe ich schon am Schiff bekommen, aufgrund der Sprachkenntnisse von Österreichern, die berufsmäßig von Messe zu Messe zogen in der ganzen Welt und dort ihre Produkte feilboten, chemische Präparate. Und die haben mich schon am Schiff engagiert aufgrund meiner relativ guten Englischkenntnisse. Die waren damals sehr gering, nicht ganz gering. Ja, dann bin ich noch während der Ausstellung angesprochen worden von einem Mann, der dort in ganz großem Ausmaß aufgezogen hatte, Straßenfotografie. Der hatte ein halbes Dutzend oder auch ein Dutzend Fotografen in den Showgrounds verteilt gehabt, die mit 250er Leicas, das waren Leicas mit großen Kassetten für 250 Aufnahmen. Die haben dort die Leute fotografiert und die Bilder konnte man sich, wenn sie einem gefallen haben, anschauen. Der hat mich angesprochen und ich war damals viel zu stolz, als Straßenfotograf zu arbeiten und habe abgelehnt. Dann hat mich ein anderer Fotograf, das war der offizielle Industriefotograf übrigens der Ausstellung, der hat mich angesprochen, ob ich für ihn arbeiten will. Und das war so ungefähr in den letzten 14 Tagen der Ausstellung. Da habe ich dann die andere Arbeit aufgegeben und bin zu dem gegangen. Das war eine kurze und komische Zusammenarbeit, aber das ist eine Lächerlichkeit, wenn ihr wollt, können wir dann drauf eingehen. Jedenfalls dort habe ich 14 Tage gearbeitet, dann war ich arbeitslos und dann bin ich zu Kreuz gekrochen, bin zu dem Mann, der mir die Straßenfotografie angeboten hat, gegangen, denn der hat inzwischen in Johannesburg einen Laden genommen und hat seinen Betrieb weitergeführt in ziemlich großem Stil. Der hat damals an die 40 Angestellte gehabt in dem Betrieb, Fotografen, Leute in der Dunkelkammer, einen technischen Manager, einen Verkaufsmanager und, also ca. 40 Angestellte. Der hat mich genommen, ich habe dann bei ihm angefangen als Straßenfotograf. Das hat auch recht nett und freundlich angefangen. Das erste Mal, dass ich
in der Elof Street, das ist so wie irgendwas zwischen Kärntnerstraße und Maria-Hilfer-Straße, mit meiner Kamera und mit meinem Assistenten, ein 16-, 17-jähriger Bursch, in einer Uniform wie ein Liftboy, also eine himmelblaue Uniform mit Goldknöpfen, ein Käppchen wie ein produzierender Affe. Ich habe nach der Straßenfotografie dann sehr bald meinem Brotgeber einen Vorschlag gemacht, er soll den leeren Keller unter dem Geschäft, das er dort hatte, an der Ecke der Elof Street, sollte er, das könnte man doch als Atelier verwenden. Und ich habe dort also ein Atelier eingerichtet und habe dann, das ist eine längere und uninteressante, für mich natürlich brennend interessante Geschichte, ich habe binnen einem Jahr, dieses Geschäft ist schlecht gegangen, die mussten es aufgeben, haben den Staff reduziert auf das absolute Minimum, haben mich als Manager installiert und sind zurück zu ihrem bestehenden Betrieb an der Küste, wo sie in einem Ferienort in Margate, so wie das englische Margate ist dort auch ein Margate, das ein richtiges Seebad ist, haben sie dort ihre Strandfotografie wieder aufgenommen und mich als Manager in dem Betrieb gelassen, den ich dann später sozusagen geschenkt übernommen habe. Die haben gesagt, übernimm den Betrieb, such dir ein billigeres Lokal und führe ihn weiter. Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich habe kein Geld, um das zu übernehmen. Und ich gesagt, das macht nichts. Such dir aus, was du von der Ausstattung brauchst, Möbel, Kameras oder sonstiges, und zahl uns das 5 Pfund, weil es im Laufe der Zeit hat. Also ein Angebot, das man nicht ausschlagen kann. Und so bin ich nach dem ersten oder zweiten Job, nach der ersten oder zweiten Anstellung meines Lebens binnen einem Jahr selbstständig geworden. Und dann später, nachdem mir die Porträtfotografie recht langweilig erschien, habe ich mich langsam dann umgestellt auf Industriefotografie. Man hat alles getan. Ich habe Porträts fotografiert, ich habe jahrelang hauptsächlich von Hochzeitsfotos gelebt, was einträglich, aber ein scheußliches Geschäft ist, und habe ich mich langsam dann auf Industriefotografie umgestellt. Wie stark waren eigentlich auch in Südafrika für Sie faschistische Tendenzen spürbar, jetzt faschistische Tendenzen im europäischen Sinne? Faschistische Tendenzen im europäischen Stil habe ich damals bestimmt noch nicht wahrgenommen. Wenn es welche gab, ja natürlich, das kommt im Moment, wo wir zum Krieg kommen, und zum Krieg kommen wir ja jetzt bald. Denn von 36 bis 39, diese Umstellung, ja, da hat man schon viel von dem erwarteten Krieg geredet, man hat ihm entgegengezittert und man hat ihn ehrlich gesagt auch erhofft. Denn es war ja damals längst klar, dass Hitler nur von außen beseitigt werden kann und nicht von innen beseitigt werden würde. Also Leute wie ich haben bestimmt den Krieg nicht nur gefürchtet, sondern auch erhofft. Das kann man nicht leugnen. Aber es war nicht, Sie haben jetzt schon ein paar Mal den Krieg angesprochen. Bitte? Sie haben schon ein paar Mal den Krieg jetzt angesprochen. Ja. War der so stark spürbar in Südafrika? Es war insoweit stark spürbar, als es die ganze politische Szene beeinflusst hat. Ich kam dort 1936 an, der Krieg ist im September 1939 ausgebrochen, und ich habe mich sehr zögernd, aber selbstverständlich sofort als Freiwilliger gemeldet. Es gab keine Wehrpflicht in Südafrika. Ja, der Ausbruch des Kriegs hat ja einen totalen Umbruch in der politischen Situation in Südafrika bedeutet. Es gab damals eine Regierung der sogenannten United Party, der Vereinten Partei, die bestand aus der
früheren South African Party des Generals Smuts und der früheren Nationalist Party des Generals Herzog. Beide waren Generäle während des Burenkriegs und während das Smuts nach dem Krieg in den Jahren zwischen 1902 und 1910, in diesen Jahren, zu denen gehört hat, oder der Führer er war nicht der Führer, der Louis Botha war eigentlich der wichtigste Mann auf der, wollen wir es Versöhnler-Seite nennen, die Buren, die bereit waren, mit den Briten zu einem irgendwelchen Kompromiss zu kommen. Während der Herzog zu den Unversöhnlichen gehört hat, oder zumindest später, der dürfte, ich weiß nicht wieso, der eigentlich sich General genannt hat, ich glaube, er war zu jung, vielleicht war er auch General. Generäle im Burenkrieg haben auf der Burenseite Kommandos von 500 bis 1000 Mann befehligt, also so ähnlich wie Österreich, nicht wahr? Circa ein General auf 100 Soldaten. Ja, das nur nebenbei. Pardon. Die Frage noch einmal, ich habe mich total verraten. Ich wollte ursprünglich fragen, ob der Krieg in Südafrika so stark spürbar war. Ja, also erst einmal hat er die Regierungskoalition und die regierende Partei gesprengt. General Smuts hat ein Mehrheitsvotum gekriegt für einen Eintritt in den Krieg auf der Seite Großbritanniens. Also eine totale, eine innenpolitische totale Umwälzung. Smuts ist damals mit einem nicht uninteressanten Plan gleich nach England geflogen. Das ist nämlich für Südafrika überhaupt ein sehr wichtiges Ereignis gewesen, denn sein Plan, den er dem britischen Kabinett vorgetragen hat, war ungefähr der, er wolle Südafrika mit einer Token Force, mit einer kleinen Zahl von Soldaten am Krieg beteiligen, aber vor allem wolle er dieses große und in sicherer Entfernung liegende Südafrika als eine Art Waffenschmiede und Industriewerkstatt für das vom Krieg, von dem mächtigen Hitlerreich bedrohte England aufbauen. Also damals war das vorauszusehen, denn England war damals praktisch entwaffnet. Die Friedensbewegung der frühen 30er Jahre in England hatte ja bewirkt, damals gab es einmal eine Volksabstimmung in England, wo 10 Millionen Menschen gestimmt haben für Abrüstung. Das war eine sehr wichtige Studentenbewegung, die heute wahrscheinlich völlig vergessen ist. Ich erinnere mich auch sehr vage daran. Kurz und gut, ich greife jetzt wieder vor, dieser Vorschlag von Jan Smuts hat Südafrika, das ja erst durch die Entdeckung von Diamanten und Gold und sehr zum Missfallen der Burenrepubliken seine erste Welle der vorindustriellen Industrieentwicklung erlebt hatte, hat es einen richtigen Industrialisierungsschub gebracht, der Südafrika zum industriell fortgeschrittensten Land des Kontinents gemacht hat. Das hat eigentlich der Krieg bewirkt und Smutsens Reaktion, bitte ich vereinfache vielleicht ein bisschen, aber es war eine wichtige Sache. Pardon. Nun, für mich persönlich hat es bedeutet, es wurde damals aufgerufen, Freiwillige wurden verlangt und ich habe mich gemeldet. Das hat am Anfang nur bedeutet, dass man einmal in der Woche zu einer Übung gehen musste, sogenannte Parades. Und ich bin damals zufällig bei Signals gelandet, also beim Meldewesen. Das war wieder berufsbedingt, denn die meisten Einheiten, Infanterie und so weiter, da gab es die verschiedensten Einheiten, zum Beispiel erinnern tue ich mich jetzt nur an die Transvaal Scottish, die auch in Friedenszeiten immer in Kilts
beredet sind, das hat sehr fest ausgeschaut. Ich bin gelandet bei Signals, weil die meisten anderen Einheiten am Samstag ihre Parades hatten und Samstag war für mich der wichtigste Arbeitstag, weil wegen der Hochzeit. Und Signals hat am Donnerstag ihre Parades gehabt, deswegen habe ich mich zu Signals gemeldet. Meine andere Voraussetzung war, dass ich in Österreich in den letzten 2 Jahren in Wien hatte ich ein Motorrad, mit dem ich viel in Europa herumgesaust war und bin also dort bei Signals bei den Meldereitern gelandet. Also es war auch für mich wichtig. Ich bin, wie gesagt, ich habe mich sofort bei Kriegsausbruch gemeldet, habe dann einmal in der Woche Übungen mitmachen müssen und wurde dann später, die Units, diese Einheiten wurden zu verschiedenen Zeiten aufgerufen, um dann weiter ausgebildet, voll ausgebildet zu werden. Und da wurde ich dann im Mai 40 aufgerufen und mein Unit ist dann im November 40 nach Zentralafrika, also nach Kenia gegangen. Also hat mich schon auch sehr berührt. Ja, ja, es ist das Kriegserlebnis, das kann ich wieder hier, ich weiß nicht, ob ich darauf eingehen soll, aber wir wissen, was für Probleme man hat mit den Veteranenverbänden, die meist und auch nicht immer rechts sind. Das muss nicht sein, aber das Wichtige, das psychologisch Interessante, denn das ist ja das Interessante, das Kriegserlebnis ist ein sehr prägendes Erlebnis, das ist gar kein Zweifel. Und noch etwas ist wichtig, dass man im Krieg und im Frieden, im menschlichen Leben, als allgemeine menschliche Eigenschaft, man merkt sich aus dem Vergangenen gewöhnlich das Gute und man vergisst das Böse. Und das ist wieder so sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Das erklärt sehr vieles. Wir halten jetzt kein soziologisches Seminar, wir brauchen nicht darauf eingehen, ich wollte es nur anreißen. Und Sie waren dann bis 45 in Kenia? Nein, ich bin sehr früh rein und ich bin sehr früh ausgestiegen. Ich hatte nach 2, 3 Jahren genug. Ich war, wie gesagt, erst waren wir in Ausbildung und unser Unit hat in der Ausbildung in den 3 Monaten in Potchefstroom und in Zelten haben wir mehr Verluste gehabt, als dieses ganze Unit dann während des Kriegs gehabt hat. Wir haben ca. 6 oder 7 Leute durch Lungenentzündung verloren. Ja. Aber ja, viele haben überlebt. Frage bitte. Sie gefragt, Sie waren dann bis 45, Sie haben gesagt, Sie sind November 40 nach Kenia. Ich war circa ein halbes Jahr in Ostafrika. Dann war ich hatte immer wieder, also kurz und gut, ich hatte eine Mandeloperation und nach der Mandeloperation bin ich dann sehr krank geworden. Ich hatte einen Abszess in der Lunge, an der ich beinahe draufgegangen wäre, aber da sind zum Glück experimentell neue Medizinen aufgetaucht, die haben damals geheißen, MMP, glaube ich. Das waren die Vorläufer der Sulfonide und das war für mich sehr günstig, denn diese Sulfonide haben mir das Leben damals gerettet. Inzwischen war mein Unit schon nach Ägypten und ich bin dann später auch nach Ägypten. War dann circa auch ein halbes Jahr in Ägypten. Also in der Etappe, nicht direkt am Kriegsschauplatz. Ich war inzwischen vom Motorrad in ein Büro gewechselt, wo ich viel besser hingepasst. Und habe in einem sogenannten Basecamp, also in der Etappe als in einem Büro gearbeitet. Und dann bin ich, nachdem ich nicht voll fit war, gegen Ende 1942 nach Südafrika und war dann noch circa ein Jahr in der Armee, aber bin nicht mehr hinaufgeschickt worden und bin dann schließlich aus der Armee entlassen worden.
Wann haben Sie begonnen, sich in der Anti-Apartheid-Bewegung zu engagieren? Viel später. Circa? Dass ich mich in Südafrika politisch engagiert habe, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Also 20 Jahre später. Und in welcher Form? Ich meine damit, in was für einer Gruppe? In welcher Form? Angefangen hat es mit einer kleinen Gruppe. Wenn ich sage kleine Gruppe, so meine ich klein. 5 oder 6 Leute, die angefangen haben, über politische Probleme zu diskutieren. Und sich, nein, das ist, Moment, ich war damals aktiv, vor allem meine damalige Frau war aktiv und hat mich auch da mit hineingebracht. Wir waren aktiv in der liberalen Partei, die ja eine legale Partei war, denn auch am Rande der Legalität, die schwarze und weiße Mitglieder hatte. Und innerhalb dieser Tätigkeit hat sich, wie gesagt, ein kleiner Freundeskreis angefangen, also auch über die Dinge diskutiert und schon mit Hinblick darauf, dass ja auf legaler Ebene sich nichts bewegt und man hat überlegt, wie denn sonst. Diese Gruppe hat sich insoweit formalisiert, als sie sich genannt hat Socialist League. Wie gesagt, eine Socialist League besteht aus 5 oder 6 Leuten. Man hat Kontakt gehabt mit anderen Leuten, wo man so vage wusste, dass sie politisch, also die politisch aktiv waren. In welcher Form hat man, es waren Freunde aus der liberalen Partei vor allem. Über die liberale Partei wäre es nicht uninteressant, sich zu unterhalten, wenn man speziell auf südafrikanische Probleme eingehen wollte. Und dann passierte Folgendes. Einer von uns, ein Lektor an der University of the Witwatersrand, ein Physiker, wurde eines Tages angesprochen von einem Arbeiter dort an der Universität, was weiß ich, ein Bote, ein Reiniger, irgend sowas. Der hat gesagt, Dr. Hörsen, ich weiß, wir wissen, dass Sie politisch interessiert sind. Ich und meine Freunde, um das zu definieren, wir sind eine ehemalige Jugendgruppe des ANC, des African National Congress. Wir sind sozusagen politisch heimatlos. Der ANC ist ja seit den 50er Jahren illegal gewesen und wir möchten gern politische Schulung. Also das wunderbare Ereignis, dass das Volk zu den Intellektuellen kommt und politische Schulung verlangt. Ich meine, was mehr kann sich ein revolutionärer Intellektueller wünschen? Es hat sich diese sogenannte Socialist League und diese Jugendgruppe zusammengetan und daraus wurde da sind so verschiedene andere kleine Gruppen dazu gestoßen und das war dann eine Untergrundorganisation, in dem Sinn, dass man Kontakt hatte und diese Gruppe ist von der Diskussion später dann auch zur Aktion übergegangen. Das ganz kurz angerissen, was da war. Wie weit habe ich damit gespielt? Ich habe mit dazu gehört, ich war sozusagen einer von den Elders dieser Gruppe, ich war ja damals schon ein älterer Herr. Meine Frau war eine ältere Dame und die war eigentlich der Spiritus Rector, also Herz und Seele dieser Organisation. Sie hat im Gegensatz zu mir nur fallweise gearbeitet, das ist eine andere Sache, während ich ziemlich ausgelastet war mit Brötchen verdienen als Fotograf. Ja, also es gab da eine Untergrundorganisation und ich war da auch Mitglied. Bestand diese Socialist League sowohl aus schwarzen als auch aus weißen Mitgliedern? Die Socialist League, wir 5 waren alle weiß.
Und welche Aktionen wurden da von Ihnen durchgeführt? Viel später, das was dann noch viel später in Europa also identifiziert oder beschrieben wurde als Gewalt gegen Dinge, nicht gegen Menschen. Konkret, es sind halt leider hier und da irgendwo im Feld, also in der Steppe, Hochspannungsmasten in die Luft geflogen. Das war die Aktion, natürlich immer begleitet von Veröffentlichungen von Handzetteln, die in den Städten von Dächern runtergefallen sind und auf der Straße sich verbreitet haben. Mit Aufrufen eigentlich Aufrufe vor allem zur Besinnung, Aufrufe an die Weißen, sich zu besinnen, dass das nicht so weitergehen kann, dass man nicht in einer Gesellschaft leben kann, wo 4/5 der Mitmenschen nicht Mitbürger sind. Hat die Tatsache, dass Sie selbst Angehörige einer verfolgten Bevölkerungsgruppe waren, Sie beeinflusst in Ihrem Engagement in der Anti-Apartheid-Bewegung Südafrikas? Natürlich, ja. Einerseits die Empathie, die man da empfindet, die ist natürlich. Andererseits schon meine Motivation zum Sozialisten zu werden. Das war sozusagen schon die zweite Stufe. Ich glaube, die erste Stufe, die mich dazu motiviert hat, ist eine abstrakte Gerechtigkeitsliebe. Ich glaube, das ist, sagen wir, die unterste psychologische Schicht, die ich erreichen kann. Wer weiß, was noch weiter drunter liegt. Ich meine, mir ist die Selbstanalyse nicht fremd, aber man weiß ja nicht, wie weit man kommt mit den Bohrungen. Hat es nicht Konflikte gegeben, auch innerhalb der Widerstandsbewegung, nämlich zwischen Schwarzen und Weißen? Haben nicht die Schwarzen, ich kann mir vorstellen, dass die Schwarzen nicht unbedingt sich gut vertreten fühlen von weißen Widerstandskämpfern. Hat es da keine Konflikte gegeben? Keine Widerstandskämpfer, wir waren Leute, die diskutiert haben über Möglichkeiten politischer Änderungen in Südafrika, die zum Schluss gekommen sind, dass eine demokratische Änderung nicht kommen kann ohne Signale, ohne die Drohung der Gewalt. Es ist zum Beispiel, wie später meine Freunde und ich angeklagt waren wegen Sabotage, ich greife vor, wurde behauptet und wurde wahrheitsgemäß bestritten, es wurde nicht einmal behauptet, es ist so irgendwie aufgetaucht. Es ging nicht um die Regierung zu stürzen, es ging für diese Organisation, das war nicht der ANC, das war eine kleine separate Gruppe, die hat geheißen NCL, National Committee of Liberation, die hat geheißen, ich weiß nicht, wir haben das halbe Alphabet verwendet im Laufe von 3 Jahren und den Namen gewechselt, schon aus Gründen der Sicherheit. Hat man auf die verschiedenen Flugzettel unterschiedliche Buchstaben oder Abkürzungen geschrieben. Zum Schluss haben wir geheißen Jahren. Also Arm heißt einerseits Waffe, und so wurde es natürlich auch vom Staatsanwalt ausgelegt. Es hieß aber African Resistance Movement. Also Konflikte zwischen Schwarzen und Weißen innerhalb, nein, in diesen Gruppen war man sich ja einig über die Ziele oder hat darüber diskutiert. Da waren keine Konflikte. Es sind auch in all den Jahren hat die Führung des ANC bestanden aus Schwarzen und Weißen. Die Leute, die gleichzeitig mit uns, während wir vor Gericht standen, unserer war ein kleiner Prozess, der auch sehr viel Aufsehen erregt hat. In Pretoria, die alte Synagoge in Pretoria hat man als Gerichtssaal eingerichtet für uns, ich weiß nicht warum. Und gleichzeitig war der große Hochverratsprozess gegen die
Führung des African National Congress. Die sind ja, da war ein langer Prozess, erst in der Drillhall in Johannesburg, dann da sind die alle freigesprochen worden und sofort aber nicht freigelassen worden, und im zweiten Prozess haben sie dann alle lebenslang gekriegt. Bei uns hat es in den 80er Jahren vor allem war das sehr populär, dieses Schlagwort, kauft kein Obst aus Südafrika, keine Orangen aus Südafrika vor allem auch. Ist dieser Wirtschaftsboykott, unter dem Südafrika ja sehr lange gestanden ist, bis vor kurzem, ist der in der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika positiv aufgenommen worden, oder ist man dem auch durchaus kritisch gegenüber gestanden? Er ist nicht positiv aufgenommen worden, er ist von dort gestartet. Er ist von dort verlangt worden. Die Bekämpfung der Apartheid im Weltmaß basiert ja nur auf Bemühungen in Südafrika, respektive von Südafrikanern selbst. Da gab es die Forderung nach einem Wirtschaftsboykott. Die kam aus Südafrika, vom ANC und von den sonstigen kleinen, also im Wesentlichen ANC, African National Congress. Und dagegen gab es noch, sehr wichtig für Südafrika, denn wenn ihr glaubt, die Österreicher sind sportnah, die Südafrikaner sind das nicht mehr. Und eine der wichtigsten Arten, die Apartheid zu bekämpfen, war das Sandrock Committee, das South African also kurz und gut ein Komitee zur Organisierung eines internationalen Sportboykotts gegen Südafrika. Und unter den wichtigsten Leuten in dieser Bewegung war der Dennis Brutus, ein farbiger Lehrer, Dichter, sehr feiner Dichter, der jahrelang eingesperrt, der bei einem Fluchtversuch oder einem Nichtfluchtversuch angeschossen wurde und schwer verletzt wurde. Und ja, also wie gesagt, die Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika hat diese verschiedenen Boykottbewegungen ins Leben gerufen. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass eine recht kleine Minderheit die große schwarze Bevölkerungsmehrheit so lange Zeit unterdrücken konnte? Erstens ist die Minderheit keineswegs eine kleine Minderheit, das ist die größte Minderheit von Minderheiten in Afrika. Ich denke zum Beispiel an das Nachbarland, das frühere Südrhodesien, also Zimbabwe, wo eine weit geringere Anzahl, ein weit geringerer Prozentsatz der herrschenden Schicht weiß war. Ja? Also der Bevölkerung weiß war, der herrschende Schicht war. Erstens ist es ja in der ganzen Welt so, dass die große Mehrheit der Bevölkerung mehr oder weniger ausgeschlossen ist von der Regierung, aber Regieren ist ja nicht das Wichtigste im Leben. Das Wichtigste im Leben ist das Alltagsleben. Und die große Menge der Armen hat sehr wenig Anteil an den Reichtümern der meisten Länder. Das ist einmal das eine. Aber das Zweite, was noch dazu kommt in Südafrika, ist, dass die Waffen ausschließlich in weißen Händen sind. Es werden Schwarze nicht in die Armee aufgenommen. Die Armee ist nicht besonders gut, nicht besonders groß, aber es ist eine gut ausgebildete Armee und ist natürlich, es ist die einzige bewaffnete Kraft außer der Polizei, und auch bei der Polizei, es ist sehr wohl in der Polizei sind sehr wohl Schwarze. Aber die schwarzen Polizisten im Gegensatz zu den weißen Polizisten haben nie Schusswaffen gehabt. Also, und damit ist eigentlich die Frage beantwortet. Rückkehr nach Österreich kann ja als nicht ganz freiwillig bezeichnet werden.
Was war der unmittelbare Anlass dafür? Der unmittelbare Anlass war, dass ich zur Zeit, wo ich mich zur Rückkehr entschlossen habe, unter Hausarrest stand. Und zwar war das ein Hausarrest, ein totaler Hausarrest, ausgesprochen für 5 Jahre, aber nach den 5 Jahren hätte er auch erneuert werden können. Ich konnte mein Haus, ich hatte zum Glück einen Garten, Haus und Garten, konnte ich nicht verlassen. Ich konnte meinen Lebensunterhalt nicht verdienen und ich hatte keine Möglichkeit zu arbeiten, denn meine Arbeit als Industriefotograf hätte ja bedeutet, dass ich das Haus verlassen können musste. Ich hatte zum Beispiel, dieser Hausarrest hatte die komischsten Bedingungen und Absurditäten. Haus und Garten durfte ich nicht verlassen, ich durfte auch keine Besuche empfangen, außer Kundschaften. Kundschaften dürften zu mir kommen. Ich hatte einen Teil des Hauses vermietet, man konnte mich nicht zwingen, die Untermieter rauszuwerfen. Ob ich mit ihnen reden durfte oder nicht, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, daran erinnere ich mich nicht. Ich hatte ein Telefon, das Telefon ist nicht abmontiert worden, aber ich musste natürlich unter der Annahme leben, dass es überwacht und abgehört wird. Dazu ist es natürlich zu sagen, dass ich gewusst habe, dass die gewusst haben, dass ich weiß, dass das Telefon abgehört werden kann. Daher habe ich wahrscheinlich zu Recht angenommen, dass es niemand abhört. Wozu bleiben? Ja, also kurz und gut, ich habe in einem Zustand gelebt, in dem ich nicht gut bleiben konnte, und damals habe ich angesucht um eine Ausreisebewilligung, welche unter solchen Umständen normalerweise Weißen bewilligt wird und Nicht-Weißen nicht bewilligt wird. Und so bin ich da weg. Warum war ich unter Hausarrest? Ja. Unter Hausarrest war ich, weil ich im Jahr davor, also im 64er Jahr, vor Gericht gestanden bin, zusammen mit 3 Freunden, unter der Anklage. Die Anklage hat gelautet Sabotage, und die Höchststrafe für Sabotage war immerhin Todesstrafe, also wir haben einige Ängste ausgestanden. Meine Freunde sind verurteilt worden und ich wurde in diesen Beweisen freigesprochen. Das kurz und gut. Kurz gesagt war die Vorgeschichte, und nachdem ich freigesprochen worden war, bin ich 2 oder 3 Monate unbehelligt geblieben, und dann hat man mir eines Tages, nachdem man mich gefunden hat, ich habe damals nicht zu Hause geschlafen, obwohl ich zu Hause gearbeitet habe. Eines Sonntags hat man mich doch erwischt, wie ich zu Hause war, und hat mir Banning Orders überreicht, also Hausarrest und also verschiedene Bans. Ich will darauf nicht eingehen, das ist so ausführlich. Könnten Sie noch etwas genauer auf diesen Vorwurf der Spionage eingehen? Für wen hätten Sie das? Spionage, Sabotage. Ja, die Organisation ist aufgeflogen und es wurde nachgewiesen, und meine Freunde haben dann auch zugegeben, dass sie beteiligt waren an diesen Sprengstoffanschlägen auf Hochspannungsmaste und Eisenbahnsignale. Und einer unserer Freunde, der das war sozusagen der letzte des aufrechten Fähnleins, hat, wie es schon klar war, dass die Organisation aufgeflogen ist, hat er eine Bombe im Johannesburger, im großen Wartesaal platziert, hat die verschiedene Polizeistellen, also die Bahnpolizei und die Hauptpolizei und die Zeitungen angerufen und gewarnt vor der Bombe, hat gesagt, um 4:15 Uhr geht das hoch und man soll den Saal räumen. Der Saal wurde nicht geräumt, gezielt und bewusst, und es gab auch ein Todesopfer. Das heißt, es wurden Leute verletzt, und eine ältere Frau ist nach 14 Tagen an ihren Verletzungen oder
während sie diese Verletzungen hatte, gestorben. Und der wurde gehängt, das war der John Harris. Der hat ja auch zum Kreis gehört. Ich meine, dieses Menschenleben in Gefahr bringen, hat es da keine Abmachungen gegeben in Ihrer Gruppe, wie Sie das handhaben? Sie bringen gezielt keine Menschenleben in Gefahr? Oder war das einfach Risikofaktoren, waren das Risikofaktoren, die Sie einberechnet haben? Es war, wie ich vorhin gesagt habe, es war Gewalt gegen Dinge, oder das es war Gewalt gegen Dinge, nicht gegen Menschen. Und wie gesagt, das ist nicht bestritten worden, dass der John Harris, wie gesagt, das war wie die Organisation schon zusammengebrochen war, das war sozusagen ein Verzweiflungsakt. Er hat gewarnt und die Warnungen wurden ganz bewusst ignoriert, denn die Polizei wollte ja Opfer. Sie waren ja inzwischen auch südafrikanischer Staatsbürger geworden. Das wurde ich übrigens erst nach meiner Rückkehr aus dem Krieg. Den Krieg habe ich als feindlicher Ausländer mitgemacht. Hat man Ihnen diese Staatsbürgerschaft anlässlich Ihrer Ausreise oder anlässlich Ihrer Verurteilung Ihres Prozesses, hat man die Ihnen entzogen, diese Staatsbürgerschaft? Mit der Staatsbürgerschaft, ja. Ich hatte natürlich keinen Pass. Mein Pass wurde komischerweise bei den Hausdurchsuchungen, bei mir wurde mein Pass nicht gefunden. Wir haben nicht in meinem Nachtkastel nachgeschaut, wo der Pass drin war. Der Pass hat mir sehr genützt zu meinem Freispruch, denn mein Anwalt hat die Zeugen, die gegen mich aufgebracht waren, dazu gebracht, sich auf bestimmte Daten festzulegen über bestimmte Sachen, und anhand meines Passes konnte dann nachgewiesen werden, dass ich gerade zu der Zeit im Ausland war, in Rhodesien auf Urlaub war. Sie waren ja auch kein österreichischer Staatsbürger mehr. Längst nicht, nein. Waren Sie dann also staatenlos, wie Sie zurückgekommen sind nach Wie ich Österreich? zurückgekommen Ja. bin, war ich staatenlos. Ich hatte aber, also es hat natürlich einige Wochen Verhandlungen gegeben, bevor ich dort weg konnte, nachdem ich angesucht hatte um das Ausreisepermit, wurde mir mitgeteilt von der britischen Botschaft und von der österreichischen Botschaft. Auf Anfrage wurde mir mitgeteilt, dass ich, man könnte fast sagen, dass ich willkommen wäre. Und das Netteste, also ich wäre lieber nach England gegangen, habe mich nicht getraut, aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist wieder eine komplizierte Sache, auf die ich eingehen kann, aber nicht muss. Von österreichischer Seite ist mir Folgendes passiert. Erstens, während unseres Prozesses in Pretoria, der ca. 3 oder 4 Wochen gedauert hat, der hauptsächlich gegen mich lief, weil meine Freunde binnen Tagen ihr Plea of Not Guilty, also ihre Unschuldsbeteuerung fallen gelassen hatten und sich schuldig bekannt hatten. Gegen mich ging es dann weiter. Und während des Prozesses waren Beobachter von der britischen, von der holländischen und von der österreichischen Botschaft. Obwohl ich längst nicht mehr österreichischer Staatsbürger war, aber es hatten natürlich meine Freunde in Österreich und mein Bruder hier in Österreich, hatten vom Moment an, wo ich verhaftet wurde, hier eine ziemlich energische Kampagne eingeleitet, auch Geld gesammelt. Meine ganze Verteidigung, die nicht billig war, ist von hier aus bezahlt worden. Und die österreichischen Zeitungen haben Aufrufe gebracht und Organisationen haben an die südafrikanischen Stellen und Regierungen Briefe geschickt und so weiter. Also es war ein Prozess, der hier und übersee und auch in anderen Ländern ist ausführlich berichtet worden. Es war sehr im Blickfeld der Weltöffentlichkeit. Ja, und
wenn man nach 1955 nach Österreich zurückgekommen ist, mehr oder weniger, hat man ja einige Probleme gehabt, die österreichische Staatsbürgerschaft nach wieder 56, glaube ich. Die 56 hat, ich glaube, bin ich sicher, ich war ja weit vom Schuss damals. Ich glaube, bis 56 konnte man die Staatsbürgerschaft einfach zurückfordern. Nun, ich habe ihr, oder mein Anwalt hat den entsprechenden Antrag gestellt und und die Prozedur ist folgende: So ein Antrag, wenn er nicht irgendwie nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren, wo das sozusagen schon automatisch läuft, so nach einem Jahr oder binnen einem Jahr, das erfordert die Zustimmung jedes einzelnen Ministeriums. Und sowas wird natürlich auf Parteiebene geregelt. Lass du meinen Juden herein, lass ich deinen Juden herein, so ungefähr. Und so habe ich dann binnen einem Jahr meine Staatsbürgerschaft. Also es ist relativ schnell gegangen. Bitte? Es ist relativ sehr schnell gegangen, ja. Waren Sie denn nach Ihrer Rückkehr nach Österreich weiterhin als Industriefotograf tätig? Ich habe versucht, in Österreich wieder als Industriefotograf zu starten. Nein, ich muss Folgendes sagen: Wie ich gekommen bin, erst habe ich meine Erlebnisse aufgeschrieben und sozusagen nachgedacht, was nun. Und ich hatte ja Freunde in Österreich, wie gesagt, unter anderem meinen Bruder, der schon 1945 aus England sofort zurückkam. Damals noch unter KP-Disziplin, denn die haben ja damals ihre Leute prompt zurückgeschickt, weil sie gedacht haben, es kommt eine Übernahme. Es gab verschiedene Bemühungen und ich hätte Bibliothekar bei Böhler in Kapfenberg werden können, in Böhlerberg. Und teilweise aus Dummheit, ich habe gesagt, Bibliothekar, das kann ich nicht, dass ich jetzt zusammengebracht habe. Ich habe mir eingebildet, das kann ich nicht. Habe ich es abgelehnt. Ich glaube, ich habe es wahrscheinlich deswegen abgelehnt, weil ich nicht gerne in Kapfenberg gelebt habe. Aber ich habe dann angefangen, als Industriefotograf zu arbeiten und wieder durch diese alten Beziehungen schon einige Aufträge gekriegt. Zum Beispiel habe ich in Kapfenberg 2 oder 3 Tage fotografiert, die Böhlerwerke durchfotografiert. Dann habe ich bei der Föst Aufträge gekriegt, kleinere, aber immerhin, das war ein Anfang. Dann bin ich zu den verschiedenen Werbegesellschaften hier gegangen und habe hier und da kleinere Aufträge gekriegt. Aber es war kein abendfüllendes Programm. Und damals habe ich angefangen, nebenher zu übersetzen, was inzwischen zu meinem Hauptberuf geworden ist. Also Sie übersetzen Bücher oder was übersetzen Sie? Nein, ich übersetze keine Bücher. Ich habe 2 oder 3 Bücher, ich würde sagen, zwischen Sachbuch und Fachbuch übersetzt. Keine sogenannte schöne Literatur. Und meine Übersetzungen sind, angefangen habe ich damit, medizinische Summaries zu übersetzen. Aber ich habe eigentlich übersetzt, was mir untergekommen ist, aber eine Spezialisierung hat sich von selber ergeben. Ich bin dann bei einem wirtschaftswissenschaftlichen Institut gelandet, wo ich auch angestellt war als Fachmann für Englisch und wo ich dann als Übersetzungen und vor allem Korrekturen gemacht habe. Und das tue ich auch. Setzen Sie Ihr politisches Engagement fort und wenn ja, in welcher Form? Ich bin ein alter Herr, ich tue nichts mehr. Naja, Sie waren ja auch... Ich bin natürlich nach wie vor an politischen Dingen interessiert. Ich lese die entsprechenden Zeitschriften. Ich bin noch politisch engagiert, aber nicht aktiv. Sie waren ja schon sehr früh politisch aktiv. Würden Sie sagen, dass dieses politische Interesse durch Ihre Familie geweckt und gefördert wurde? Geweckt, ganz indirekt ja. Wie ich 14 Jahre alt war und eine Mittelohrentzündung gekriegt habe und im Spital war, hat mir
ein Onkel, ein Bruder meiner Mutter, ein Buch gebracht ins Spital. Und das Buch habe ich gelesen und dann habe ich mich als Sozialist empfunden. Also so weit geht der Einfluss der Familie. Gefördert nein, behindert nein. Ja, Sie kommen ja an und für sich aus einem eher bürgerlichen Elternhaus. Ja. War es trotzdem ein sozialistisches Elternhaus oder ein sozialdemokratisches Elternhaus? Demokratisch durchaus. Mein Vater kam aus sehr ärmlichen Verhältnissen, hat die Matura erst später nachgetragen, hat das Studium eines seiner Brüder finanziert, wie er selber 17 war und der Bruder 15, und hat sich raufgearbeitet, heute würde man sagen, als Aufsteiger. Also, und ich bin schon in einem bürgerlichen, relativ wohlhabenden Elternhaus aufgewachsen. Und das politische Engagement kam, wie gesagt, aus den Büchern und aus einem, die Einflüsse des Elternhauses sind humanistisch, demokratisch kann man sagen, obwohl das nicht, ich glaube, humanistisch steht da eher im Mittelpunkt. Also können Sie uns ein wenig über Ihre Kindheit erzählen? Welche Schule sind Sie gegangen zum Beispiel? Ich bin in die Volksschule in der Birkergasse gegangen, im 19. Bezirk. 2 Gassen von der Gatterburggasse, wo ich geboren wurde. Die 4. Volksschulklasse habe ich und 2 andere Buben privat gemacht, denn das war so. In der 1. Volksschulklasse, das erinnere ich mich noch sehr genau, war ein alter Herr, der war zurückgerufen worden in den Schuldienst. Das war also 1917, September 17, bin ich in die 1. Klasse. Der alte Herr Viehfeger, der war schon längst in Pension und war zurückgeholt worden. Da erinnere ich mich nur an einen liebenswürdigen alten Herrn. Aber in der 2. oder 3. Klasse hatten wir dann einen jungen, sehr energischen, offenbar sehr guten Lehrer, und der ging der Schule 1918 verloren, oder 1919, weil er in den Stadtschulrat berufen wurde. Und da haben meine Eltern und die Eltern von diesen 2 Freunden haben ihn engagiert als Privatlehrer. Die 4. Volksschulklasse haben wir bei dem Dr. Jakob zu Hause absolviert, und dann bin ich ins G19, wo ich dann nach 3 Jahren rausgeflogen bin. Das ist wieder eine andere Sache. Aber wie gesagt, dieser Jakob war auch ein wichtiger Einfluss. Der hat bestimmt, das ist auch etwas, was ich mich erinnere, dass ich als 9-Jährigem oder 10-Jährigem hat er hat damals eine neue Ausgabe bei Connecten ich glaube vom Liebe Lied redigiert, und hat mir die Druckfahnen, oder ein Exemplar von den Korrekturfahnen gegeben. Und das war irgendwie auch ein wichtiges Ereignis. Da sind sicher die Wurzeln, oder das gehört mit zu den Wurzeln meiner Verbundenheit mit Büchern. Und Sie haben sich dann während Ihrer Gymnasialzeit dem Verband Sozialistischer Mittelschule angeschlossen? Der Auslöser war der Juli 27. Denn, Moment, war das so? Nein, da war ich ja da. Das war zufällig zur gleichen Zeit, aber ich glaube nach wie vor, der Auslöser war das Buch, das mir mein Onkel gegeben hat. Und daraufhin habe ich dann, wie ich dann wieder war, so ungefähr in der 3. oder 4. Mittelschulklasse, ich war ja ein Jahr, habe ich versagt, nämlich nicht versagt, 2-mal gemacht, durchgefallen in der 3. Ich habe dann ich wusste, dass es sowas geben muss, und habe es gesucht in der Schule, und so habe ich Anschluss gekriegt an den Verein Sozialistischer Mittelschüler. Also die Werbesektion hat nicht so gut funktioniert, ich habe es selber finden müssen.
Die Initiative ist in diesem Fall also von Ihnen ausgegangen? Damals ja. Ja. Und wie hat sich das dann später weiterentwickelt, während Ihres Studiums? Na, also, die VSN wurde damals zum Zentrum meines Lebens. Man hat nichts gelernt, sondern man ist in der Schule abgesessen, hat in der Schule die Zeit abgesessen, hat Streitereien gehabt mit den Andersgesinnten. Zum Beispiel in der Mittelschule, also in der höheren Mittelschule war es so, in der Klasse waren circa, ich würde sagen, 2/3 waren Nazis und vom restlichen Drittel, wir waren 4 oder 5 Juden in der Klasse, von denen 2 links waren und 2 politisch uninteressiert damals. Dann gab es 1 oder 2 Vorzugsschüler, von denen wusste ich gar nichts, wo sie politisch stehen. Ja, es gab dann noch so gewisse Zwischentöne, aber im Allgemeinen war es ziemlich klar, die Nazis, die Antinazis. Und obwohl die politischen Streitereien manchmal ganz scharf waren, gab es keine oder fast keine oder nur anderweitig begründete persönliche Feindschaften. Irgendwie kam man aus, auch mit Schweinereien. Zum Beispiel einmal war abgemacht, dass von 3 Schul- und Klassensprechern 2 von der Fraktion und einer von der Fraktion kommen würde. Und die haben dann die Abmachung nicht eingehalten. Ich meine, so ganz normale Politik wurde da getrieben. Darf ich was fragen? Hat es da eigentlich auch einen Output gegeben, also wirkliche Aktivitäten, die gesetzt worden sind? Oder war das eher so eine Diskussionsgemeinschaft, eine politische Bildung für Jugendliche? Die Aktionen kamen zur Wahlzeit und da bestand es mit Pickeln auf gegnerische Plakate kleben und gegnerische Pickeln abreißen, und wenn sich 2 Partys so getroffen haben, kam es zu Herrscherei. Also so kleinere Aktivitäten hat es schon auch gegeben? Ich erinnere mich nicht. Das ist so lange her. Ich weiß nicht, was wir alles getrieben haben. Die Politik war im Mittelpunkt. Die VSN hat herangereicht an Lebensgemeinschaft. Es war ziemlich parallel zur ganzen deutschen Jugendbewegung seit der Jahrhundertwende, die sich ja auch aufgeteilt hat in links und rechts, aber sehr starke Gemeinschaftszüge und Gemeinschaftsbezüge enthalten hat und die unerhört wichtig war für die Aktivisten. Und in der VSSTÖ, in der Sozialistischen Studentenverbindung, war es auch eher so, dass Aktion im Hintergrund eher gestanden ist? Über die Studentenzeit, da muss ich passen, denn das ist wieder eine große Lücke. Da erinnere ich mich an sehr wenig. Von der politischen Aktivität her weiß ich, dass ich damals wie hat das nur geheißen, bei der Akademischen Legion war. Die Akademische Legion, das waren die sich manchmal also bei einer Gelegenheit zumindest, mit hölzernen Spazierstöcken bewaffnet an die Uni getraut haben, um zwar von den Nazis verprügelt zu werden, aber nicht ganz so schlecht abzuschneiden. Also das ungefähr ist so nur als Stichwort. Wie haben Sie eigentlich den Antisemitismus in Wien in der 20er und 30er Jahre selbst empfunden? Der war schon früher da. Der Antisemitismus habe die ersten Erfahrungen, woran ich mich erinnere, am Schulweg, das muss jetzt ungefähr gewesen sein, 1. Gymnasialklasse, Gymnasiumstraße, sagen wir 1921, 22. Entgegengekommen sind einem die
Buben, die in die Bürgerschule gegangen sind und in die Volksschule in der Birkergasse. Und die haben den herrlichen klassischen Vers einem an den Kopf geworfen: Jud, Jud, spuck in Hut, sagt der Mama, das ist gut. Und das habe ich übrigens irgendwann in den letzten Jahrzehnten auch, habe ich es irgendwo zitiert gesehen, also diese Idiotien, die gehen weiter. Wie man es einem angesehen hat, ich habe keineswegs jüdisch ausgesehen, ich habe sogar sehr arisch ausgesehen. Na gut, als kleiner Bub, ich war ziemlich hellblond, ich bin nachgedunkelt, war ziemlich hellblond, ich war vielleicht ein bisschen füllig, meine Nase war damals noch viel kürzer als sie jetzt sind, aber trotzdem, ich weiß nicht, woher man einem das angesehen hat. Im Allgemeinen wurde ich gar nicht für Juden gehalten. Ich hatte ein ganz anderes Erlebnis, auch noch in der Vorkriegszeit, aber schon, das war jetzt schon, das muss gewesen sein, das kann ich genau einkreisen, 32, 33. Denn meine erste Frau, die aus Deutschland war, und eine hellblonde Arierin, ist mit mir die Währinger Straße entlang gegangen, ich mit dem Schutzbundabzeichen im Knopfloch. Entgegengekommen ist uns ein nett aussehender, dunkelhaariger junger Mann mit einem Hakenkreuz im Knopfloch. Und meine Frau, nicht faul, nimmt mich und rempelt mich in ihn hinein. Ich habe gar keine Absicht gehabt, aber sie hat dazu angepackt. Im nächsten Moment sind natürlich der Nazi und ich uns in den Haaren gelegen. Und zu unserem Glück ist dann bald ein Wachmann gekommen und hat uns beide abgenommen und zur Wachstube in der Schwarzspanierstraße geführt. Und während wir dort gedunstet haben, sind jeder zu 20 Schilling Strafe verdonnert worden, aber während wir darauf gewartet haben, hat sich der mit dem Hakenkreuz vor mir in Positur gestellt, hat sich verneigt, hat gesagt: Herr Kollege, es tut mir leid, dass das gerade Sie waren, mit dem ich da in Schwierigkeiten geraten bin. Hat offenbar vergessen, dass wir ihn angerempelt haben. Ich möchte nicht, es tut mir leid, wenn das so ein was hat er gesagt, dass so ein Jude gewesen wäre. Ich glaube, er hat nicht einmal ein Epithet verwendet. Habe ich gesagt: Beruhigt sich, Herr Kollege, ich bin ein Jude. Hat er blöd geschaut. Ja, und dann sind wir beide zu je 20 Schilling Strafe verurteilt worden. Das entspricht was, 400, 500 Schilling. Und ich habe berufen und der Landeshauptmann hat damals noch Seitz geheißen und mir das erlassen worden. Aber ich habe auch andere Erlebnisse gehabt. Ja, der bodenständige Antisemitismus, den gab es. Wie haben Sie eigentlich den 12. Februar 1934 persönlich erlebt? Ja, da bin ich in Döblingen, in der Birkergasse, am Balkon gestanden und habe den Kanonendonner gehört, wie von Nussberg, glaube ich, wie die Artillerie den Karl-Marx-Hof beschossen hat. Und habe mir gedacht, ich müsste eigentlich in den Karl-Marx-Hof und habe mich geschämt, dass ich das nicht getan habe. 1934 sind Sie ja dann der KPÖ beigetreten. Ja, 1934, naja, beigetreten, das ist so eine Sache. Ich habe kein Mitgliedsformular ausgefüllt. Ja. Es ist damals nach dem Februar 1934, wie die SP verboten wurde, ist ein Teil vor allem der Jugend unter Führung von Ernst Fischer zur KP gegangen. Und ich habe zu denen gehört, ja. Warum war das überhaupt so, dass 1934 so viele Leute von den Sozialdemokraten zur KPÖ übergestiegen sind? Auch so prominente Leute, nämlich wie Ernst Fischer. War man so enttäuscht von den Sozialdemokraten? Ja, natürlich. Warum? Nur weil sie im 34er Jahren... Warum die Enttäuschung? Ja. Es war jahrelang so, dass die Parolen der SP, des Austrosozialismus, die waren revolutionäre Parolen und die Aktivität, also die
die Realität war durchaus pragmatisch, keineswegs revolutionär. Die Stichworte, wir stehen Gewehr bei Fuß und lassen uns weder einschüchtern noch provozieren. Das war eine der berühmten Parolen. Oder die nette Episode, wie es einmal ein Gerücht umging, der Otto Bauer sei ermordet worden. Große Aufregung natürlich im Vorwärts, an der rechten Wienzeile. Ein Gewirr und plötzlich taucht Otto Bauer auf. Und alle stürzen sich auf ihn und sagen, ja, wir sind froh, dass du in Ordnung bist, das hat geheißen und so weiter und so weiter. Dann hat er gesagt, was hättet ihr getan, wenn es wahr wäre? Alle möglichen Sachen sind da gesagt worden und dann hat er gesagt, ich sage euch, was ihr getan hättet. Ihr hättet veröffentlicht, wir stehen Gewehr bei Fuß, wir lassen uns weder einschüchtern noch provozieren. Aber eins sagen wir euch, einen zweiten Otto Bauer lassen wir uns nicht mehr erwarten. Also bitte, si non è vero, also gut erfunden ist es vielleicht auch nicht. Aber das, so war es. Natürlich war man enttäuscht. Und die KP, die gab es schon im Untergrund. Und die andere Organisation, die revolutionären Sozialisten, sind ja dann erst entstanden. Aber ja, es sind, ich weiß nicht wie viele, aber natürlich war die illegale KP stärker als eine legale KP in Österreich je war. Und Sie uns dann bitte Ihre Tätigkeit in der KPÖ möglichst genau beschreiben? Also meine Tätigkeit, ich habe, was schon wieder gegen die Regeln ist, ich habe zwei Funktionen gehabt. Die eine Funktion, I-Mann. Das I steht einfach für Illegalität und der I-Mann ist einfach der Bote, der Kontakt hält zwischen einer Zelle und der nächsthöheren Organisationsstufe. Das war die eine Funktion, die bedeutet hat, dass ich in einer Zelle nicht direkt aktiv war und woanders auch nicht. Also ich war sozusagen ein ruhendes Blatt. Und die andere Tätigkeit, das hat schon zu tun gehabt mit der Fotografie, denn damals war ich ja schon in der Graphischen und an die Grafische bin ich gegangen, wie ich schon als Fotograf schon einiges konnte, man hat dort nur dazugelernt. Ich habe öfters Flugblätter, die zum Beispiel aus Prag hereinkamen, fotografisch verkleinert von A4-Format auf 6x9 cm, normales winziges Fotoformat und vervielfältigt. Die Schwierigkeiten sind eigentlich durch das geheime Agieren im Untergrund mehr oder weniger entstanden? Die Schwierigkeiten, die entstanden sind, Schwierigkeiten sind zum Beispiel einmal entstanden, da hat mein kleiner Bruder, der leider vor ein paar Jahren verstorbene Teddy, hat vor der eigenen Schule, ein paar Wochen vor der Matura, KP Zettel verteilt und ist verhaftet worden und ein paar Wochen eingesperrt worden und ist relegiert worden von sämtlichen Mittelschulen Österreichs. Und wie gesagt, das war ein paar Wochen vor seiner Matura. Und damals hat ihn der Vater nach England geschickt. Also dieses Unglück hat sich als großes Glück herausgestellt, denn 1938, wie es losging, war der Teddy längst in England, der hat dort studiert, nach der Matura hat er an der London School of Economics studiert. Dort hat ihn auch der Krieg erwischt, er ist eine Zeit lang interniert gewesen auf der Isle of Man und dann in Kanada, wurde dann nach 1-2 Jahren konnte er wieder nach England zurück und weiter studieren und ist 1945 direkt nach Österreich zurückgekommen. Also, ja, und wie er damals verhaftet wurde, habe ich
da haben wir natürlich wieder eine Hausdurchsuchung gehabt und wir hatten eine große Wohnung, fast so groß wie Oder. Es war irgendwie praktisch angelegt, so U-förmig. Bei der Hausdurchsuchung, das war ganz lustig, da habe ich es eingerichtet, dass in meinem Zimmer angefangen wurde. Das war am einen Ende der Wohnung, dieses U. Und wie die dort fertig waren und so sich durchgearbeitet haben von Zimmer zu Zimmer, habe ich dann von der Vorratskammer, die auch meine Dunkelkammer war und wo allerlei untergebracht war, und die hinter einer Tapetentür war, aber eine Tapetentür kann man erkennen oder nicht. Jedenfalls habe ich in aller Ruhe, vielleicht war ich auch sehr aufgeregt, jedenfalls habe ich da einiges Material aus der Dunkelkammer in mein schon durchsuchtes Zimmer verbrachtet. Also das ist gut gegangen, das war bei einer solchen Gelegenheit. Bei einer anderen, denn ich glaube, der Teddy ist zweimal verhaftet worden, bei einer anderen Gelegenheit habe ich und meine Frau, denn ich war damals schon verheiratet und die hat mich eigentlich zur KP gebracht, sind wir uns aufs Motorrad gesetzt und sind auf ein paar Tage nach Prag, um aus dem Weg zu sein, und wie wir gehört haben, die Luft ist rein, sind wir wieder zurückgekommen. Und diese Flugblätter, das waren Aufrufe zur Mitarbeit oder diese Flugblätter, waren das Aufrufe zur Mitarbeit oder hatten die agitatorischen Inhalt? Diese Flugblätter, die ich vor 54 Jahren reproduziert habe, ich weiß nicht mehr, was da drauf gestanden ist, wirklich nicht. Und wo haben Sie zum Beispiel da braucht man ja unheimlich viel Papier dazu auch. Bitte? Da braucht man ja unheimlich viel Papier dazu auch. Wo haben Sie das zum Beispiel herbekommen? Nein, wir haben es nicht so bequem gehabt. Wir haben eben keine A4 Flugblätter in Tausenden verteilt, sondern man hat sich begnügt, von so einem Flugblatt zum Beispiel 100 Kopien auf 6 mal 9 cm, das ist so wie eine größere Visitkarte zu drucken. Und die hat man irgendwie verteilt. Wie, das weiß ich nicht, das war ja schon wieder nicht meine Aufgabe. Und vor allem war es damals selbstverständlich, wenn man so etwas gekriegt hat und einverstanden war, dass man es nicht weggeworfen hat, sondern dass man es weitergegeben hat. So wurden Aufrufe verbreitet. Und wer hat die geschrieben oder verfasst, die Texte? Die Leitung. Die höhere Instanz. Sie und Ihr Bruder sind ja dann nach Südafrika bzw. England emigriert. Sind auch Ihre Eltern ausgewandert? Meine Eltern, ja, also da muss ich vorausschicken, haben rechtzeitig auswandern, wenn die Gefahr im Verzug ist. Da gibt es zwei tödliche Hindernisse oder besonders gefährliche Hindernisse, wenn man sehr arm ist und sich es nicht leisten kann, zu fliehen. Oder wenn man zu viel Geld hat, Eigentum und Besitz, das man nicht im Stich lassen will. Bei meinen Eltern war eher das Letztere der Fall. Und wir haben ab März 1938 haben sowohl der Teddy in England als auch ich in Südafrika uns natürlich intensivst bemüht, Einreisebewilligungen für die Eltern zu kriegen. Das ist uns nicht gelungen bis zum März 1939. Und im März 1939 hat er in England und ich in Südafrika in der gleichen Woche plötzlich doch Bewilligung für die Eltern gekriegt. Woraus ich schließe, dass man damals im Frühjahr 1939 in der ganzen Welt, in den Staatskanzleien gewusst hat, dass nach der Ernte Krieg kommt. Denn das mir zwar irgendjemand hat mir schlagend bewiesen, dass das nicht stimmt, dass die Kriege immer nach der Ernte kommen. Ich habe ja nicht gesagt immer, aber es ist oft wird die Ernte erst abgewartet. Aber kurz und gut, wir hatten die Bewilligung. Meine Mutter ist damals am nächsten Tag nach England geflogen, der Vater ist noch ein paar Wochen hier geblieben, um Dinge abzuwickeln. Ist dann auch nach England und sie sind beide nach Südafrika zu mir gekommen, wo sie dann nach Jahren gestorben sind. Haben Sie eigentlich die politische Entwicklung, die in Österreich stattgefunden hat,
oder in Europa überhaupt stattgefunden hat. Haben Sie die von Südafrika aus noch verfolgt? Ja, natürlich, immer wenn was in den Zeitungen gestanden ist, hat man es erfahren und man hat korrespondiert, ja. Und empfinden Sie Wien eigentlich als Ihre Heimatstadt? Man hat als junger Revolutionärer war man sehr, wie soll ich sagen, nicht einmal unpatriotisch, aber patriotisch war schon kein gutes Wort. Und in der Fremde hat man in sich plötzlich gewisse Heimatbezüge entdeckt. Ja. Vielleicht stärker zu Wien als zu Österreich. Wien ist im Vordergrund gestanden für mich. Ich kann nicht für andere sprechen, nur für mich. Und ja, es hat mir schon plötzlich irgendetwas bedeutet, ein Wiener zu sein. Sie haben aber dennoch nie mit dem Gedanken gespielt, nach Wien zurückzukehren? Nein. Nein. Daran hätte ich nicht gedacht. Ich war südafrikanischer Staatsbürger. Ich habe mich dort politisch engagiert, wie die Dinge so gelaufen sind, wie es mir nicht gepasst hat. Ich habe mich dann durchaus kompetent gefühlt, dazu zu gehören und auch gegenzusteuern. Und nein, ich hätte nie freiwillig an meine Rückkehr gedacht. Ja, danke. Dankeschön.